Guten Abend an alle, ich bin Peter. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir etwas gestehen. Ich habe letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Hallo, liebe Zuhörer. Nur 3 Stunden, Peter? Das ist wirklich sehr wenig. Was ist passiert? Hattest du Probleme beim Einschlafen? Nein. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine neue Serie auf Netflix entdeckt. Die Serie war so spannend, dass ich nicht aufhören konnte zu schauen. Oh nein, Peter. Ich kenne dieses Problem sehr gut. Wie fühlst du dich heute? Bist du sehr müde? Ja, ich bin total erschöpft. Meine Augen brennen, mein Kopf tut weh und ich kann mich nicht konzentrieren. Heute bei der Arbeit habe ich 3-mal meinen Kaffee verschüttet. Das klingt wirklich schlimm. Liebe Zuhörer, kennt ihr dieses Gefühl auch? Schreibt uns in die Kommentare, wie viele Stunden ihr normalerweise schlaft. Adele, du siehst immer so frisch und ausgeruht aus. Was ist dein Geheimnis? Wie viele Stunden schläfst du jede Nacht? Danke, Peter. Ich versuche immer mindestens 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Das ist sehr wichtig für meine Gesundheit und meine Energie. 7 bis 8 Stunden? Wow, ich schlafe normalerweise nur 5 oder 6 Stunden. Vielleicht ist das mein Problem. Ja, Peter. Die meisten Erwachsenen brauchen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Aber ich habe so viel zu tun. Ich arbeite, ich trainiere im Fitnessstudio, ich treffe meine Freunde, ich schaue meine Serien. Wo soll ich die Zeit für mehr Schlaf finden? Peter, das ist eine Frage der Prioritäten. Schlaf ist nicht Zeitverschwendung. Schlaf ist eine Investition in deine Gesundheit und Produktivität. Eine Investition? Kannst du das erklären? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du meinst. Natürlich. Wenn du gut schläfst, kannst du besser arbeiten, besser denken und besser Sport machen. Du sparst also Zeit, weil du effizienter bist. Das macht Sinn. Aber manchmal kann ich einfach nicht einschlafen. Ich liege im Bett und mein Kopf ist voller Gedanken. Das ist ein sehr häufiges Problem, Peter. Liebe Zuhörer, habt ihr auch manchmal Probleme beim Einschlafen? Was macht ihr dann? Teilt eure Tipps in den Kommentaren. Adele, hast du spezielle Tricks zum Einschlafen? Ich brauche wirklich Hilfe. Ja, ich habe einige gute Gewohnheiten entwickelt. Erstens, ich benutze mein Handy nicht 1 Stunde vor dem Schlafengehen. Das blaue Licht vom Bildschirm ist schlecht für den Schlaf. Oh je, ich schaue mein Handy immer im Bett. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Nein, definitiv nicht. Das blaue Licht sagt deinem Gehirn, dass es Tag ist. Dein Körper produziert dann kein Melatonin. Melatonin ist das Hormon, das uns müde macht. Melatonin? Das ist interessant. Was machst du noch, um besser zu schlafen? Ich trinke abends keinen Kaffee mehr. Meine letzte Tasse Kaffee trinke ich um 14 Uhr, nicht später. 14 Uhr? Aber ich trinke manchmal um 20 Uhr noch einen. Ein Espresso. Ist das wirklich so schlimm? Peter, Koffein bleibt bis zu 6 Stunden in deinem Körper. Wenn du um 20 Uhr Kaffee trinkst, ist das Koffein bis 2 Uhr morgens noch aktiv. Oh nein, das wusste ich nicht. Kein Wunder, dass ich nicht schlafen kann. Was kann ich stattdessen trinken? Ich trinke abends gerne Kräutertee. Kamillentee ist besonders gut. Er hilft beim Entspannen und schmeckt auch sehr lecker. Kamillentee? Ich dachte immer, das ist nur für alte Menschen. Peter, das ist nicht wahr. Kamillentee ist für alle Menschen gut. Er hat beruhigende Eigenschaften und keine Nebenwirkungen. Okay. Ich werde es versuchen. Was machst du noch für einen guten Schlaf? Ich habe eine feste Routine. Jeden Abend mache ich die gleichen Dinge zur gleichen Zeit. Das hilft meinem Körper zu verstehen, dass es Zeit zum Schlafen ist. Eine Routine? Was genau machst du in dieser Routine? Um 21 Uhr schalte ich mein Handy aus. Dann lese ich ein Buch für 30 Minuten. Danach mache ich eine warme Dusche. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Das klingt sehr diszipliniert. Machst du das wirklich jeden Tag? Ja, sogar am Wochenende. Natürlich bin ich manchmal flexibel, wenn ich mit Freunden ausgehe. Aber meistens halte ich meine Routine ein. Liebe Zuhörer, habt ihr auch eine Schlafroutine? Oder geht ihr jeden Tag zu einer anderen Zeit ins Bett? Schreibt es in die Kommentare. Peter,
Ich habe noch einen wichtigen Tipp. Dein Schlafzimmer sollte kühl, dunkel und ruhig sein. Kühl? Wie kühl genau? Ich mag es warm und gemütlich. Die ideale Temperatur für Schlaf ist zwischen 16 und 19 Grad Celsius. Viele Menschen schlafen in zu warmen Zimmern. 16 Grad? Das ist ja eiskalt. Ich friere dann doch. Deshalb benutzt du eine warme Decke, Peter. Der Körper schläft besser, wenn die Umgebung kühl ist. Das ist Biologie. Interessant. Und was meinst du mit dunkel? Ich schlafe manchmal mit dem Fernseher an. Peter, das ist wirklich schlecht. Dein Zimmer sollte komplett dunkel sein. Auch kleine Lichter von Geräten können deinen Schlaf stören. Wirklich? Auch das kleine rote Licht von meinem Ladegerät? Ja. Am besten ist es, alle Geräte auszuschalten oder mit Klebeband abzudecken. Ich benutze auch eine Schlafmaske. Eine Schlafmaske, ist das nicht unbequem? Am Anfang war es ungewöhnlich, aber jetzt kann ich ohne Maske nicht mehr schlafen. Sie blockiert wirklich alles Licht. Und was ist mit Lärm? Ich wohne an einer lauten Straße. Nachts fahren viele Autos vorbei. Das ist ein Problem. Ich empfehle Ohrstöpsel. Sie sind sehr billig und sehr effektiv. Ohrstöpsel? Aber dann höre ich meinen Wecker nicht. Moderne Wecker haben Vibration. Du kannst den Wecker unter dein Kissen legen. Die Vibration weckt dich auf. Das ist eine gute Idee. Adele, du bist wirklich eine Expertin für Schlaf. Ich habe viele Bücher über Schlaf gelesen. Es ist ein faszinierendes Thema. Guter Schlaf verbessert wirklich alles im Leben. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir schlafen? Ich meine, wir liegen nur da und machen nichts. Oh nein, Peter. Der Körper macht sehr viel. Während du schläfst, repariert dein Körper Zellen, stärkt dein Immunsystem und organisiert deine Erinnerungen. Organisiert Erinnerung? Was bedeutet das? Dein Gehirn verarbeitet alle Informationen vom Tag. Es entscheidet, was wichtig ist und was vergessen werden kann. Deshalb ist Schlaf so wichtig für das Lernen. Das ist ja unglaublich. Liebe Zuhörer, habt ihr gewusst, dass Schlaf so wichtig für das Lernen ist? Ihr lernt Deutsch, also braucht ihr viel Schlaf. Genau, Peter. Studien zeigen, dass Studenten, die gut schlafen, bessere Noten bekommen als Studenten, die wenig schlafen. Ich erinnere mich an meine Uni-Zeit. Ich habe immer die ganze Nacht vor Prüfungen gelernt. Das war wahrscheinlich keine gute Strategie. Nein, definitiv nicht. Es ist viel besser, jeden Tag ein bisschen zu lernen und dann gut zu schlafen. Im Schlaf festigt sich das Gelernte. Wow, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Aber Adele, manchmal bin ich so gestresst, dass ich nicht schlafen kann. Was kann ich tun? Stress ist ein großer Feind des Schlafs. Ich mache jeden Abend Atemübungen. Sie helfen mir, ruhig zu werden. Atemübungen? Wie funktioniert das? Es ist ganz einfach. Du atmest langsam durch die Nase ein, zählst bis 4, hältst den Atem für 4 Sekunden und atmest dann durch den Mund aus. Das klingt einfach. Wie oft sollte ich das machen? Ich wiederhole diese Übung 10 Mal. Danach fühle ich mich viel entspannter und kann besser einschlafen. Ich werde das heute Abend ausprobieren. Adele, was ist mit Sport? Hilft Sport beim Schlafen? Ja, aber es kommt auf die Zeit an. Sport am Morgen oder Nachmittag ist sehr gut für den Schlaf. Sport am Abend kann aber problematisch sein. Warum? Ich dachte, Sport macht müde. Sport macht deinen Körper wach und erhöht deine Körpertemperatur. Du brauchst mindestens 3 Stunden Abstand zwischen Sport und Schlaf. Deshalb kann ich nie schlafen, wenn ich abends trainiere. Ich gehe manchmal um 20 Uhr ins Fitnessstudio. Ja, das ist zu spät. Versuche morgens oder mittags zu trainieren. Das ist viel besser für deinen Schlaf. Liebe Zuhörer, macht ihr Sport? Wann trainiert ihr? Morgens, mittags oder abends? Schreibt es in die Kommentare. Peter, ich habe noch eine wichtige Frage. Wann isst du dein Abendessen? Meistens sehr spät. Manchmal esse ich um 22 Uhr, kurz bevor ich schlafen gehe. Oh nein, das ist nicht gut. Dein Körper braucht Zeit, um das Essen zu verdauen. Du solltest mindestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen essen. 2 Stunden? Aber manchmal komme ich erst spät von der Arbeit nach Hause. Dann musst du deine Routine ändern. Vielleicht kannst du ein leichtes Abendessen früher vorbereiten.
Das ist eine gute Idee. Was sollte ich abends essen? Gibt es gute oder schlechte Lebensmittel für den Schlaf? Ja, schwere, fettige Speisen sind schlecht. Sie liegen schwer im Magen. Besser sind leichte Mahlzeiten mit Gemüse und Proteinen. Und was ist mit Alkohol? Viele Leute sagen, ein Glas Wein hilft beim Einschlafen. Das ist ein Mythos. Alkohol lässt dich vielleicht schneller einschlafen, aber er stört die Schlafqualität. Du wachst nachts öfter auf. Wirklich? Ich trinke manchmal ein Bier vor dem Schlafengehen. Das solltest du vermeiden. Alkohol reduziert den REM-Schlaf. REM-Schlaf ist die Phase, in der wir träumen und unser Gehirn sich erholt. REM-Schlaf? Was bedeutet REM? REM steht für Rapid Eye Movement. In dieser Phase bewegen sich deine Augen schnell unter den geschlossenen Lidern. Das klingt seltsam. Aber wenn REM-Schlaf so wichtig ist, will ich ihn definitiv nicht verlieren. Genau. Deshalb ist es besser, abends keinen Alkohol zu trinken. Ein Glas Wasser oder Kräutertee ist viel gesünder. Adele, du hast mir heute so viele gute Tipps gegeben. Ich werde versuchen, alles umzusetzen. Das freut mich, Peter. Aber versuche nicht, alles auf einmal zu ändern. Fange mit 1 oder 2 Gewohnheiten an. Welche Gewohnheit sollte ich zuerst ändern? Ich denke, du solltest zuerst mit dem Handy aufhören. Lege es 1 Stunde vor dem Schlafengehen weg. Das wird schwer, aber ich werde es versuchen. Und dann? Dann kannst du eine feste Schlafenszeit etablieren. Gehe jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett, auch am Wochenende. Auch am Wochenende? Aber am Wochenende will ich länger aufbleiben. Das verstehe ich, aber dein Körper liebt Routine. Wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit schläfst, wird es viel einfacher. Okay, ich werde es versuchen. Liebe Zuhörer, wollt ihr mit mir zusammen eure Schlafgewohnheiten verbessern? Schreibt in die Kommentare, was ihr ändern wollt. Das ist eine tolle Idee, Peter. Wir können uns gegenseitig motivieren. Adele, was machst du, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und nicht wieder einschlafen kannst? Das passiert mir manchmal auch. Ich stehe dann auf und gehe in ein anderes Zimmer. Ich lese ein langweiliges Buch, bis ich wieder müde bin. Ein langweiliges Buch? Warum nicht ein spannendes Buch? Weil ein spannendes Buch dich wach hält. Du willst wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ein langweiliges Buch macht dich müde. Das macht Sinn. Ich bleibe normalerweise im Bett und schaue auf mein Handy. Nein, Peter, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Das blaue Licht macht dich noch wacher. Du hast recht. Ich muss wirklich meine Beziehung zu meinem Handy überdenken. Ja, das Handy ist einer der größten Schlafkiller unserer Zeit. Viele Menschen haben Schlafprobleme wegen ihrer Handys. Adele, glaubst du, dass ich wirklich besser schlafen kann, wenn ich alle deine Tipps befolge? Absolut. Guter Schlaf ist eine Gewohnheit. Wenn du konsequent bist, wirst du definitiv Verbesserungen sehen. Wie lange dauert es, bis ich Ergebnisse sehe? Das ist unterschiedlich. Manche Menschen fühlen sich schon nach einer Woche besser, andere brauchen einen Monat. Gib nicht auf. Ein Monat? Das ist lang. Denk daran, Peter. Du hast wahrscheinlich jahrelang schlechte Schlafgewohnheiten gehabt. Du brauchst Zeit, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Das stimmt. Ich habe mindestens 10 Jahre lang schlecht geschlafen. Dann sei geduldig mit dir selbst. Jede kleine Verbesserung ist ein Erfolg. Danke, Adele. Du bist eine großartige Freundin und eine tolle Schlafberaterin. Gerne, Peter. Ich hoffe, du schläfst heute Nacht besser. Und morgen erzählst du mir, wie es war. Das werde ich. Liebe Zuhörer, ich werde heute alle Tipps ausprobieren. Kein Handy, kein Kaffee am Abend, Atemübungen, alles. Wunderbar. Und liebe Zuhörer, vergesst nicht, uns in die Kommentare zu schreiben. Wie viele Stunden schlaft ihr? Habt ihr Schlafprobleme? Was sind eure Tipps? Ja, wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert auch unseren Kanal Wow Spoken German. Wir machen jede Woche neue Episoden für euch. Genau. Und denkt daran, liebe Zuhörer, Schlaf ist keine Zeitverschwendung. Schlaf ist eine Investition in eure Gesundheit. Perfekt gesagt, Peter. Du hast heute wirklich gut aufgepasst. Danke, Adele. Ich bin motiviert, mein Leben zu ändern. Ab heute bin ich ein Schlafchampion. Das ist die richtige Einstellung. Ich glaube an dich, Peter. Liebe Zuhörer, glaubt ihr auch an mich? Schreibt es in die Kommentare.
und sagt mir, ob ihr auch eure Schlafgewohnheiten ändern wollt. Wir können das zusammen schaffen. Eine große Community von Menschen, die besser schlafen wollen. Das ist eine fantastische Idee. Wow Spoken German wird nicht nur eure Deutschkenntnisse verbessern, sondern auch euren Schlaf. Genau, lernen und gesund leben. Das ist unser Motto. Adele, ich habe noch eine letzte Frage. Was machst du, wenn du wirklich nicht schlafen kannst? Wenn gar nichts hilft? Dann gehe ich zum Arzt. Manchmal gibt es medizinische Gründe für Schlafprobleme. Ein Arzt kann helfen. Das ist ein guter Rat. Liebe Zuhörer, wenn ihr ernsthafte Schlafprobleme habt, geht bitte zum Arzt. Fragt einen Experten um Hilfe. Ja, es gibt auch Schlafspezialisten. Sie können Schlafstörungen diagnostizieren und behandeln. Gut zu wissen, aber ich denke, für die meisten von uns sind deine Tipps genug. Ich hoffe es. Schlaf ist so wichtig. Er beeinflusst unsere Stimmung, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, einfach alles. Du hast absolut recht. Ich freue mich schon auf heute Nacht. Ich werde wie ein Baby schlafen. Das wünsche ich dir, Peter. Und allen unseren Zuhörern auch. Liebe Zuhörer, wir hoffen, diese Episode hat euch gefallen und geholfen. Schlaft gut und träumt schön. Und vergesst nicht, weiter Deutsch zu lernen. Bis zur nächsten Episode. Gute Nacht. Gute Nacht, Adele. Gute Nacht, liebe Zuhörer. Bis bald bei Wow Spoken German.